diese Vibrationen sind fantastisch. Wirklich fantastisch, wie die vibriert. Und auch hier ein bisschen drücken, ja, und sie zirkelt sich da rein. Magisch zieht er seine Blicke auf sich, die Augen können sich kaum abwenden. Eine Mischung aus Kunstwerk und Hightech-Aggregat. Eine 110 Kilogramm schwere Ansage an alle Mitbewerber, wohl meist die zwei aus den USA. Angelehnt ist die R18 an die BMW R5 von 1936. Und das sieht man ihr auch sofort an. Wie sich die große BMW fährt, was alles an Bord ist und natürlich die Frage nach dem Fahrspaß beantworte ich in diesem Video. Angetrieben wird die R18 natürlich von einem Boxermotor. BMW nennt diesen Big Boxer. Zwei fette Zylinder mit einem Hubraum von 1802 Kubikzentimetern, die von 91 PS, die bei rund 4750 Umdrehungen anliegen. Übrigens, ein Zylinder, wir bleiben in bajuwarischen Messgrößen, ist fast so groß wie diese Maßbier. Das maximale Drehmoment liegt bei fetten 158 Newtonmetern und das schon ab 3000 Umdrehungen. Angetrieben wird das Hubraummonster BMW typisch durch einen Kardanantrieb. Fahrfertig wird das Gewicht mit 345 Kilogramm angegeben und in den Tank passen 16 Liter. Zum Fahrwerk. Hier hat BMW nicht tief in die Trickkiste gegriffen. Vorn gibt es ganz simpel eine Teleskopgabel, hinten eine Stahl-Zweiarmschwinge mit Zentralfederbein, welches einstellbar ist. Bei der Bremsanlage werkelt vorn ein Vierkolben-Festsattel mit einer Doppelscheibe mit 300 mm Durchmesser. Hinten haben sich die Bayern auch für einen Vierkolben-Festsattel entschieden. Hier mit einer Einscheibenbremse, auch mit 300 mm Durchmesser. Das Ganze wird durch das BMW Integral ABS unterstützt. Der Einstiegspreis für die R18 liegt bei 22.800 €. Die Griffheizung schlägt mit 220 € zu Buche. Berganfahrhilfe, also Hill Control, liegt bei 100 €. Wer das Headlight Pro haben möchte, also adaptives Kurvenlicht, muss 380 € beraten. Und dann gibt es noch eine elektrische Rückfahrhilfe, seht ihr gleich, tolles Ding, für 970 € und den Tempomaten für 345 €. 1,73 Meter, Freunde, von hier bis da Radstand, 1,73 Meter. Die R18 First Edition von BMW. Sie hat Anleihen von der R5 von 1936 und das ist unverkennbar. Und dann schaut euch das an, alles super gecleant. Man sieht kaum irgendwo einen Schlauch oder ein Kabel. Ganz spannende Geschichte. BMW hat kein Kunststoff oder kaum Kunststoff verbaut. Alles, was ihr hier seht, was aussieht wie Stahl, ist auch Stahl. Ganz interessant, da musste BMW seine Zulieferer erst wirklich überzeugen, dass eben ja kein Kunststoff eingesetzt werden soll. Hier, selbst die Blinker, kein Plastik. Das ist schon echt irre. Hier setzt BMW 100% auf Qualität, wenn sie schon ohnehin auf Qualität setzen. Hier soll es halt wirklich, ja, Heritage, das soll wertig sein. Und das ist sie auch. So, dann dieses Auspuffrohr. Das gibt immer wieder Grund für, ja, kontroverse Diskussionen. Guckt mal, wie klein diese Öffnungen hier sind. Auch das wieder eine Anleihe von einer R5, ich glaube von 1934, von einem Prototyp, der hatte das auch so. Also ja, und dann muss man sich überlegen, was da später für ein Sound rauskommt. Das hört ihr gleich im Soundtest, wie klein die sind. Und dann natürlich dieser Motor, dieser Zweizylinder-Boxermotor. Übrigens der stärkste Motor, den BMW je gebaut hat. Das Ding mit dem Getriebe wiegt allein 110 Kilogramm. Hier, schaut, alles Chrom. Ganz geil, für mich natürlich als Berliner, das muss ich euch zeigen, besonders gut
Berlin-Bild. Auch am Tacho Berlin-Bild. Chrom, Stahl, Mechanik pur. Es ist nicht mein Style an Motorrad, muss ich ganz klar sagen. Ich mag eher die Nakes, aber was BMW hier hingestellt hat, ist eine Sensation. Also ich würde jetzt erstmal sagen, sehr bassig, typischer Boxer-Sound, Euro 5. Dass man das überhaupt geschafft hat, dieses Ding in die Euro 5 zu bringen. Hammerleistung. Und was ich liebe, sie blubbert am Ende. Besonders beim Rumschalten, beim Runterschalten. Das werdet ihr nachher hören. Ich habe Platz genommen. Also als erstes fällt auf, was für eine Optik, wenn man hier drauf sitzt, auf die beiden Boxerzylinder und die Stößelstangen. Das ist echt irre. Ich sitze hier total bequem. Von der Sitzhöhe natürlich bauartbedingt relativ niedrig, 690 mm. Und ja, bei vielen die Kritik, dass die Beine eben hier oben sind durch die Zylinder und nicht nach vorne. Es gibt ein Zubehörteil, das kann man hier ranmachen, dann kann man die Beine, hier oben so für längere Strecken rauf machen. Ich finde es durchaus bequem. Schauen wir mal an, die BMW wird angeschaltet hier über den Master Switch. Einmal raufdrücken und dann geht es los. Auf der rechten Seite haben wir die Griffheizung, dann einschalten und den Zündstarter. Auf der linken Seite haben wir hier den Tempomaten. Hier kann ich die Traktionskontrolle und Co. ausschalten. Menü, Mode für das schnelle Wechseln der Fahrprogramme, Blinker und eine Hupe. Klingt wie bei jedem Motorrad. 3 Fahrmodi hat die BMW. Zum einen Rock, Rain und Roll. Im Rain-Modus wird auch die Motorleistung reduziert und die Fahrhelfer, in dem Fall ein ABS und eine Traktionskontrolle, reagieren sensibler und früher. Allerdings nichts Gyro-gesteuertes, also bei der R18 müsst ihr auf Kurven, ABS und anderen Spaß verzichten. Eigentlich eine schöne Wortwahl, das Rock-Programm und das Roll-Programm. Beim Rock-Programm gibt es einen Algorithmus, der in der Motorsteuerung hinterlegt ist, dass das Ding ein bisschen wilder und rauer macht. Das schauen wir uns gleich an. Dann gibt es hier den Menüschalter, das ist bekannt bei den BMW-Fahrzeugen. Und hier könnt ihr dann runtergehen und sagen Gesamtkilometerstand, Trip 1, Trip 2 oder kmh, also Tipp A, kmh. Dann habt ihr die Betriebsspannung in Volt, das Datum, den Verbrauch auf 100 Kilometer und die Uhrzeit. Und dann habt ihr, was ich ganz wichtig finde, die Drehzahl des Ganzen. Ja, also was soll ich sagen? Das macht wirklich einen Eindruck. Hier, was ich total geil finde, natürlich als Berliner Berlin-Bild. Auch hier Berlin-Bild. Das macht uns Hauptstädter natürlich stolz. BMW R18 1800 Kubik. Der größte, den BMW je hergestellt hat. Der größte Motor. Okay, ich sitze bequem und denke, los geht's. Wir fahren eine Runde. So, dann gucken wir mal, wie der Rückwärtsgang funktioniert. Hier unten ist ein Schalter. Den müsst ihr einfach umlegen auf R. Dann seht ihr vorne im Cockpit R für Rückwärtsgang. Starten. Ihr braucht keine Kupplung zu bedienen. Und dann hier raufdrücken auf den Anlasser. Also es ist schon ein komisches Gefühl, aber am Berg natürlich 350 Kilo. Ach, ist das gemütlich. Das muss ich wirklich sagen. Das ist total entspannt und geschillt. Wahnsinn. Das Fahrwerk ist ja recht straff, muss ich sagen.
meine ganz eigene, ja, für mein ganz eigenes Empfinden könnte es ruhig ein bisschen softer sein, aber das geht noch. Wir fahren jetzt gerade im Rock-Modus und da merkt man halt, ist sie echt rau. Da ist sie echt rau. Wenn ich jetzt umschalte über den Mode-Schalter und gehe mal in den, nee, nicht in den Rain, in Roll-Modus, das merkt man durchaus. Und 300, fast 350 Kilo, das merkt man der R18 nicht an. Liegt natürlich an dem super gewählten niedrigen Schwerpunkt, aber man muss natürlich in den Kurven ein bisschen drücken, aber nicht viel. Das Getriebe, die Schaltung, kommt ohne irgendwelchen Spaß aus, also kein Quickshifter nach unten, nach oben, sondern Kuppeln ist angesagt. Braucht man aber auch nicht. Schaut euch mal das Drehmoment an. Also die Schaltung ist unheimlich präzise, kein bisschen hakelig, ganz soft zu schalten. Passt gut zu dem Motorrad. Und die blubbert schön. Das haben sie ja alle Boxermotoren. Meine R90 macht das auch in Perfektion. Die hat aber noch Euro 4. Hier bewegen wir uns ja mit Euro 5 durch die Gegend. Und trotzdem blubbert das Ding sagenhaft schön. An Sonder- oder an Komfortausstattung hat sie den Tempomaten. Den mag ich. Set. Und das war's. Ist doch herrlich. Einfach gemütlich fahren. Mal den rechten Arm ein bisschen ausruhen lassen. Super. Dann gucken wir doch mal, wie sie so aus dem zweiten geht. Dazu schalten wir mal den Rock-Modus ein. Und auf geht's. Ja. Da kommt unheimlich viel Drehmoment. Und das schon ganz schnell. Ihr habt es vielleicht gesehen an dem Drehzahlmesser. Erreicht halt ihr maximales Drehmoment schon sehr, sehr schnell in tiefen Drehzahlbereichen, klar. Also die fährt sich schön in den Kurven. Also 350 Kilo Masse so schnell zu beschleunigen, ist schon eine Ansage. Aber das ist natürlich nicht die Domain der R18, ganz klar. Das ist jetzt kein Beschleunigungsmonster. Was sie aber kann, ist Elastizität. Das heißt, wir sind im 4. Gang und geben dann mal Gas. Da kommt ordentlich was. Und auch in den Kurven, man muss nur leicht drücken und fühlt sich wirklich sehr sicher. Die Bremsen sind, ja, wie soll ich sagen, da muss man schon ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Beim wirklich starken Verzögern. Aber diese Vibrationen sind fantastisch. Wirklich fantastisch, wie die vibriert. Und auch hier ein bisschen drücken. Ja? Und sie zirkelt sich da rein. Dann machen wir mal den Bremsentest. Jo. Also
in der Fußbremse, das ABS hat gepumpt ohne Ende. Warnblinklichtanlage geht an für die Notbremsung, okay. Ich denke, die geht gleich wieder automatisch aus, jawohl. Aber man muss ordentlich drücken an der Hand. Ja? Aber verzögert wunderbar. Da muss ja auch einiges an Massen verzögert werden. Das macht wirklich Spaß, wenn man hier so ein bisschen so Schlangenlinien fährt. Man denkt nicht, dass man auf so einem schweren Cruiser sitzt. Und dieser Sound, wirklich. Großartig. Also das Ding zu besitzen, da greift das Wort Besitzerstolz. Wirklich, weil das ist eine Wertigkeit. Das ist wie für Jahrhunderte gemacht. Es ist eine ganz andere Kategorie, finde ich, an Motorrad. Das ist einfach eine Wertigkeit und eine Qualität, auch was die verarbeiteten Materialien angeht, die schon ziemlich einzigartig ist. Für mich wäre es jetzt nichts, weil ich halt kein Cruiser- oder Shopper-Fan bin. Aber das Ding, was BMW hier auf die Beine gestellt hat, ist kompromisslos durchdacht, von A bis Z bis ins kleinste Detail. Das muss ich euch zeigen, weil also sowas fasziniert mich wirklich. Weil es so Kleinigkeiten sind, ja, darüber kann man natürlich lächeln, aber alleine hier das BMW-Logo nicht geklebt, geschraubt, auch hier. Das ist top. Ja, was soll ich sagen, die BMW R18 aus dem Heritage-Programm der Bajuwaren, das ist ein richtiges Charakterteil. Wirklich, ein richtiges Bike mit Charakter, kompromisslos designt und für mich ein ganz großer Wurf. Die Bayern verzichten halt auch auf das eine oder andere technische Schmankerl, aber ganz ehrlich, so ein Bike braucht das? Das ist eine Maschine, mit der wird nicht gerast, mit der wird gemütlich gecruised. Kurven ABS, ja, Kurven, Traktionskontrolle, Gyrosensoren und so weiter und so fort. Ich denke, das war der richtige Weg, dass man sich entschieden hat, wir machen hier ein kompromissloses Bike. Kompromisslos in allen Belangen. Wir setzen keinen Kunststoff ein. Wir versuchen alles, was wie Stahl aussieht oder wie Metall, ist auch Metall. Wir brauchen keine Spielereien, aber eben einen drehmomentstarken Monstermotor. Und das Ding wird ein Riesenerfolg, zumal das ja noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Da kommt eine ganze Menge. Das sagt BMW selber, da bin ich auch von überzeugt. Und was es jetzt schon alles für Möglichkeiten gibt, die R18 nach seinen Bedürfnissen zu individualisieren, das ist ja unfassbar. Also das ist schon so ein bisschen, ja, der Harley-Style. Ich kenne auch kaum jemanden, der eine Harley fährt, die ja, aus der Fabrikshalle gekommen ist und dann so gelassen wurde. Da macht man was dran. Und die R18 ist ähnlich wie die R90. Die lädt ein zum Customizen und das wird auch passieren. Und dann wird es weitere Modellderivate geben. Also ich bin überzeugt, das ist eine riesen Erfolgsgeschichte. Zumal man früher BMW immer gesagt hat, die bauen tolle Motorräder, aber die haben alle keine Seele. Ein Schwachsinn. Natürlich haben die eine Seele. Das Ding hier hat Charakter ohne Ende, die R90. Für mich selber aber auch eine Doppel-R. Übrigens hetzt mir nicht die Stilpolizei auf den Hals. Ich weiß, der Helm passt gar nicht zu dem Motorrad. Aber was hatte ich zur Auswahl? Mein AGV K6 mit blau verspiegeltem Visier passt noch weniger. Gepasst hätte der Shoei Glamster, aber hat überhaupt gar keine Kameraausstattung und den will ich auch nackt lassen. Also müsst ihr euch mit diesem Stilbuch bitte zufrieden geben und ein Auge zudrücken. Der Helm geht gar nicht. Zu dem Bike, nein.
Also auch auf der Autobahn muss ich sagen, ist die R18 genügsam und angenehm zu fahren. Wir sind jetzt so bei 100, ich bin eben 140, 150 gefahren, mehr darf ich jetzt hier nicht. Das ist angenehm. So, wir sind wieder da an der Berliner Spinnerbrücke. Ich habe euch ja schon 2 Filme davon gezeigt, aber so sieht es halt aus, wenn es wirklich voll ist. Klar, Pfingstmontag. Brutal. Brutal, was hier los ist, wirklich. Man kommt auch hier gar nicht richtig hin. Doch, hier können wir wenden. Meine Güte, ist hier was los. Sie kann sehr rau sein, mit ordentlich Vibration, aber, und das ist klasse, sie kann auch sehr sanft sein und unauffällig für geschilltes Cruisen. Eins ist sie aber auf jeden Fall, ein ganz spezielles Bike mit dem gewissen Extra. Diese Probefahrt hat mich absolut begeistert und überrascht. Das Gewicht von 345 Kilogramm merkt man nicht so sehr und die Fahrdynamik ist für so ein großes Motorrad echt beeindruckend. Mein Ding ist die Cruiser-Klasse zwar nicht, aber ich muss gestehen, ja, so eine R18 würde sich gut in meiner Garage machen. BMW hat mit der R18 ein wirklich ernstzunehmendes Modell in der Cruiser-Klasse entwickelt. Ich bin sicher, dass in den nächsten Jahren noch eine Menge dazukommen wird, so an Modelländerungen. Ja, das wird sicherlich ein ganz großes Ding. Vor allen Dingen zum Customizen ist die R18 richtig gut geeignet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch eine gute Zeit.